Hallo und willkommen zurück zu Flink spielt Wasteland 2. In der letzten Folge haben wir hier in der Basis, dem Zentrum vom Agrarzentrum mit zwei Leuten gesprochen und haben ein paar Aufgaben, die wir uns mal kurz anschauen. Und zwar die Parabolantenne machen, aber bitte erst, wenn wir alles andere erledigt haben. Funkverstärker ist klar, Agrarzentrum und Highpool. Highpool sind wir nicht, wir sind im Agrarzentrum. Wir versuchen alle Agrarzentrumsangestellten zu retten. Und versuchen das Bewässerungssystem auszuschalten, damit die Pflanzen nicht noch die Größe von Godzilla oder sowas erreichen. Dann versuchen wir noch Sporenfragmente zu kriegen, um dieses komische Sporenfragment-Krankheit zu heilen. Die Logbuchtageseiten suchen wir immer noch. Ich weiß nicht, ob ich da schon irgendwas verkackt habe, das werden wir sehen. Und das Metallbein können wir erst machen, wenn wir denn die beiden Funkverstärker gemacht haben. So. Wir stehen hier jetzt noch alles schön rum und immer noch ein Clown-Kostüm und ich glaube, das kriege ich nie wieder weg. Aber wir haben ja außer den beiden Leuten, nämlich Casey Lawson und mit Forster, noch so ein paar Sachen zu untersuchen. So, und gucken wir mal, was ist denn das da? Jo, der hat seine Arbeit vorzüglich erledigt und hat frei. Ja. Ja, kaputt ist kaputt. Das Sicherheitsterminal mit allen Kameras, wo die arme Casey Lawson ihre ganzen Kollegen hat sterben sehen, was nicht so super toll war. Wir sind noch im Bandenmodus, genau. Da ist eine Truhe, die wir schnell mal aufmachen. Das bitte du und ich glaube, das ist die Muni für Mistakes. Hier noch was. Wir haben ja die hübsche Tasse gefunden. Ja, okay. So, was haben wir hier? Also der typische OCD-Typ, wie ich manchmal auch einer bin. Okay, das ist mein Job, den Leuten zu helfen, die sowas machen, aber da will ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Okay. Das hört sich mehr so nach meinen Kindern an, die sind manchmal ein bisschen tollpatschig. Da oben ist auch was. Ja, eine Pinnwand zur Kommunikation ist die erste Wahl überhaupt. So, ich glaube mal, der Drucker hat kein Papier mehr. Okay, ist ein Faxgerät. Keine Ahnung, was das ist. Jetzt hat der E-Mail sind die Faxgeräte echt out of order. Okay. Noch was? Ich finde meine Arbeit nicht langweilig, dann hat Jack vielleicht falsche Arbeit gesucht. So. Noch ein bisschen Zeugs. Versuchen. Ja.
übles Ding. So. Den Hauptraum durch und wenn ich mich recht entsinnere, sollte die Forschung, die wir mal reden sollten, auf alle Fälle im Osten sein. So, jetzt schauen wir nach Norden, wenn ich das ja? Norden da, ist da, ist da. Auch mal gesagt haben, geht nach links zur Forscherin. Ich glaube mal den Osten Zeugs. Und weg und ich führe. Ja, kann ich ausmachen. Okay. Was ist ja? So, den können wir mit Aufwartungsgabe untersuchen oder mit Sprengstoff hochladen. So knapp. Ja, brutaler Gewalt. Ich schaue erst mal. So, okay. Nee, dann lasse ich das erstmal, weil die anderen Wahrscheinlichkeiten sind einfach zu unbekannt. Okay. Ja, aber die könnte ich einschlagen. Lassen wir aber auch nicht mehr, wir wollen ja hier kein totales Chaos verbreiten. Ja, da bin ich entschlossen. Na gut, ist ja X, mach mal das Schloss auf. Ey, ein kritischer Erfolg. So, und was haben wir jetzt hier drin? Das sieht so ein bisschen nach Kisten aus. Kathy's office. Huh. I expected whips and handcuffs. Mission. Einfach aufmachen. Die darfst du nehmen und Schrotflinte hat, glaube ich, keiner von uns. Nochmal. Ja, mal gucken, was in der Waffenbox drin ist. Ein M40 Scharfschützengewehr. Das macht definitiv mehr Schaden als das, was ich habe. So, wahrscheinlich kritischer Schaden. So, der Schadensbonus ist da besser. Ladehemmung ist gleich. Kann weiter schießen. Hat mehr Schusskapazität. Das bekommst du mal und die Muni natürlich auch. Und dann rüstet du das bitte auch gleich mal aus. Weiß. Ausrüsten. Moment. Will ich bitte da haben. Ihr braucht die gleiche Mission. Ja, genau, dann kannst du hier einfach mal weg. Du hast auch eine Halbautomatik mit 38er Munition. Okay, die packst du mal bitte in deine Zweithand. Vollgeladen. Dürftest du mal das Ding auch nachladen. Ja, das passt noch so. Du bist auch vollgeladen mit einem Gewehr und noch. Ach, das schlechtere Sturmgewehr, okay. Gut. Was den Revolver mit noch ordentlich Munition hinterher, voll ausgeladen, Knüppel in der Zweithand passt. Du hast dein
Sturmgewehr, das ist auch ja, fast vollgeladen. Komm, darf's vollladen. Und den legendären Schraubenschlüssel in der Hand. Gut. Soweit, so gut. Haben wir hier noch was in dem Raum? Nee, aber im anderen Raum. Ja, die anderen Räume gucken wir uns noch an. Aber erstmal schauen wir die Räume, die wir auch so ohne Probleme aufkriegen. Die arme Frau sieht aus, als ob sie so ein bisschen eingepflanzt ist. Und bitte, ich führe. Ja, uah. Wusste doch, dass die wieder zu irgendwas mutiert. Okidoki. Du stehst eigentlich sehr gut da. Du hast 10 Punkte. 4 kostet das. Hinhocken kostet 2. Dann hockst du dich jetzt mal hin. Und dann kannst du zweimal drauf schießen. Und bitte nochmal. Oh nee, nicht du als nächster dran. Autsch. Wir ziehen uns mal so weit zurück, wie es geht. So, dass ich noch schießen kann. Ja, das geht. Ja, das hat sich mal gelohnt. So, wegen Friendly Fire. Kann man das irgendwo sehen? Muss ich echt mal gucken. Also 65% habe ich da. Dann gibt es da so eine 21%. Ich glaube, das ist das Friendly Fire. Und der Schaden ist 8 bis 10. Und die Verteidigung ist 2. Und der Gruppenbonus ist 0. Ich werde mich jetzt einfach mal dahin bewegen, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Wenn ich jetzt hier drauf schaue, habe ich immer noch 21%. So, dann gehen wir nochmal hier hin. Nee, also dann dürfte das nicht das Friendly Fire sein, weil hier ist jetzt definitiv kein Friendly Fire mehr. Aber tot ist. Okay, dann wollen wir mal gucken. Da haben wir was. Einen infizierten Eitersack. Uah. Ist $7 wert, nimm mit. So. Gucken wir mal hier. Luftschleuse, östliche Wechshaut, ein Code. Oder ein Hacker. Ich habe einen Hacker, aber ich will ja eigentlich den Code besorgen. Auch was Hübsches hier? Nein, auf der Seite nicht. So, das geht zum östlichen Gewächshaus. Okay. Hier noch was. Also irgendwie könnte es sein, dass ich dann so die Angaben hier beim Kompass ein bisschen falsch lese. Ich war echt der Meinung, in der Richtung müsste die Wissenschaftlerin sein. So, ja. Ich brauche mal. Muss mal da durch. Don't touch anything. Haben wir geschafft. Don't touch anything. Ja, ich weiß, ich fasse da nichts an, aber da ist tatsächlich also auch die Wissenschaftlerin. Das heißt also, ich bin hier dann doch mit Osten richtig gewesen. So, dann reden wir doch mal mit ihr.
Kelchhand und Revolver. Das If it isn't Dr. Rose. Still as creepy as ever, I see. Okay. Du kennst die also. Dann... Entschuldigung. So schrecklich, finde ich, sieht die gar nicht aus. Hello, Angela, dear. Still as fearful and technophobic as ever, I see. Ja, ich glaube, das mit dem Technophobisch kann ich auch verstehen, weil wenn Roboter mich mal versucht haben zu killen, ersten Teil, dann mag ich keine Roboter und keine künstlichen Hände. After what I've been through, can you blame me? Robot arms make me nervous. Sag ich doch, Mann, ich bin wirklich gut. Do you say the same to your old friend Gilbert? I understand he has a new leg now. Ja, aber jetzt Gilbert... Mal schauen, was Angela dazu sagt. I hate that thing. I told him not to get it. Ja, genau das hatte ich auch gedacht. You would rather he was still lame? Besser als Cyborg? In Angelas Augen sicher. Leave me alone. Ja, okay. Sorry to be so brusque, children. Everything in this room is an experiment in progress, and not to be disturbed. Now, what can I do for you? I assume you're the help that Matthew and Catherine said was coming from the Ranger Citadel? Aber natürlich sind wir das. So, also, aber erstmal, du hast eine schicke Hand. Oh, that? I lost it in a gardening accident. A traveling doctor gave me the new one. Quite a gadget, isn't it? Ja. I'm a botanist, not an engineer. But it's almost as dexterous as the old one. I've gotten quite used to it. Ja, das verstehe ich. I wish I could say the same about the fuel cell that powers it. Musst du die nachladen? I shouldn't have brought it up. I don't like to talk about it. It's some kind of high-tech power source. The unsettling thing is that the doctor implanted it in my chest. I have a glowing blue gem set right into my sternum. Das heißt, du musst die Batterien in die Brust packen, damit deine Hand arbeitet? And no, you can't see it. I'm much too old to be flashing my lady bumps. Oh, nö. Gut. Die hat ja noch so viel zu sagen. Was hast du gemacht? We at the Ag Center are constantly looking for newer, safer ways to improve crop yield and wholesomeness. This lab is where that experimentation takes place. Ja, aber ich glaube, ihr habt die Pflanzen und die Krabbelfiecher ein bisschen zu groß gewachsen lassen. So, was sagst du zu uns? I know all about the Rangers. I've been around a long time, after all. I even remember when you took over the Citadel from its former occupants. Ups, da waren vorher welche drin? Wer waren denn die? Oh yes, the Guardians of the Old Order. I suppose that was before your time. But they gave the Rangers quite a fight. Almost won, in fact. I'm sure your veterans will tell you all about it. Also da werde ich definitiv mal nachfragen. Hüter der alten Ordnung hören sich interessant an. Was ist damit? As I said, you should ask the other Rangers about them. Ja, habe ich doch gesagt, mache ich. Aber du hättest ja vielleicht auch noch ein paar Infos haben können. Bei den Arzt? Wer war jetzt der Arzt? She said she was from the east of the old prison. Which is odd, now that I come to think of it. Radiation's closed off the way east for years. Stimmt, der Arzt bzw. die Ärztin war ja die, die ihr die Hand gegeben hat. Ja, wer weiß, wo die sich durchgeschlängelt hat. So, dann fragen wir mal nach Matt und Katie.
He's our fearless leader, and a dear, dear boy. Things have really improved here since he took over. I hope that exploding pod didn't do him any lasting damage. We need him now more than ever. Ja, ich suche ja da schon nach Heilmittel. Aber was weißt du denn darüber? Many of the plants are growing them now. They explode when you get near them. What's strange is some of the infected farmers and researchers are growing pods too, as if they were becoming plants as well. I don't understand it. Ja, da hast du wohl zu viel Energy Drink in das Wasser gepackt oder sowas? You didn't see them out in the yard? You're lucky. Nein, noch nicht. They're attacking everything that moves. And I'm afraid the poor fellows in the east and west fields will be affected too. Wenn ich sie nicht vorher retten kann. Forscher? Those men and women are some of my best friends. And now, I'm afraid they're changing just like the farmers. If you are willing to dare the greenhouses, you might be able to save some of them. I hope. Das werde ich auf alle Fälle versuchen. Gewächshäuser? The greenhouses are where we test new species. There's one on either side of the central corridor. I'm afraid a lot of my fellow researchers are trapped in there, if they haven't already transformed. I have the airlock codes to go in there, but I don't know if I dare. Not alone. Nein, das machen ja auch wir. Wir sind die guten Ranger. So, aber nochmal schnell, bevor wir nach den Codes fragen. Was ist mit Catherine? She's a bright young thing. I taught her all I know about plants and seeds, and she has gone on to outstrip me in every way. A sponge for knowledge. I hope she can figure out the root of this madness. It's got me stumped. Das hoffe ich ja auch, aber was weißt du über den Wahnsinn? It has to be contamination in the irrigation system. We feed the plants a brew of nutrients through a series of pipes. I can only think that some strange toxin got into the mixture. Unfortunately, the computer that controls the system seems to be stuck in feed mode. And none of us who made it to the lobby is savvy enough to repair it. Ja, das versuchen wir dann mal, aber gib uns doch mal bitte die Luftschleusencodes. Yes, I have the greenhouse code, but listen. I want to come with you. I need more samples if I'm going to make sense of this mess. If you let me come with you, I'll take you through the doors myself, and I can help you find your way around. And don't worry, I have a gun. I can take care of myself. What do you say? Also ich habe ja schon den Revolver durchblinken sehen bei ihr, aber eine Waffe? Every rose has its thorns, children. Mine's an antique. Can I join you? Auch mit Antiquitäten kann man Leute töten. Oder pflanzen. Oder was sonst noch gibt. Ja, komm mit. Excellent. Let me just turn this burner off and I'll be all ready. We can stock up from my lab supplies if you'd like. So, dann wollen wir uns sie doch mal anschauen. Lebenspunkt hat sie schon mal ordentlich. Ja, das ist eine definitiv hübsche alte Waffe. Erinnert mich an die Spezialwaffe aus dem DLC für XCOM 2. Finde ich toll. Gut. Was brauchst du? Du brauchst Kaliber 12 Munition. Das ist Schrotflinte. Eine Schrotflintenpistole? Cool. Kritische Bitte, Ladehemmung, Reichweite, Einschusskapazität, das muss ich also jedes Mal nachladen. Müllwinkel hört sich gut an. Du hast Munition dafür, du hast eine Erste-Hilfe-Ausrüstung, Schmerztabletten und ein Notizbuch. Ja, okay, das sind die Zugangscodes für die Türen wahrscheinlich. Möchte ich aber trotzdem noch mal kurz gucken. 67. Rüstig.
Okay. Ja, okay. Fehler gemacht, falsch und was weiß ich was. Intelligenz 10. Respekt. Du bist eine Forscherin. Chirurg 4, Informatik 4, Handfeuerwaffen und Alarmanlagen. Ja, hört sich auch nicht schlecht an. Ich glaube, hier ist nichts. Ah, doch, es wird Cyberkrimineller. Okay. Haben wir noch Buch noch was Neues? Nein. So. Ich soll hier zwar nichts anfassen, das weiß ich, aber da ist doch eine Kiste mit medizinischen Symbolen. Da muss doch mal bitte meine Frau die aufmachen. It may look disorganized in here, but I know where everything is. Ja, glaube ich dir. Ja, die nimmst du einfach auch mal alle. So, dann haben wir hier noch Kiste mit Schätzen. Chef, einmal bitte öffnen. TNT, Mr. X, wir haben hier ein bisschen TNT für dich. Mal ganz blöd nochmal gucken. Auch, da gibt es auch noch so viel. Okay. Das weiß der Mr. X, aber das macht nichts. Die 38er Munition gebe ich mal schnell. Ups. Doppelklick, das ist ein bisschen doof. Das kann ich alles nehmen. Mr. X, du solltest ihn nämlich eigentlich gar nicht aufmachen. Aber das passt auch für dich. Okay, dann behältst du einfach die Munition. Hast dich halt vorgedrängelt. Das ist, glaube ich, die Waffe, die die benutzen können. Ein Armeerucksack. Komm. Das passt so auf einen Gelateurs. Und das einfach alles. Angela, bitte nimm doch mal den Rucksack. Kannst du ihn gar nicht anziehen? Ausrüsten. Doch. Okay. Nee, das passt einfach zu Angela. Die mit ihrem Armeerucksack, wo sie mehr Zeugs reinpacken kann. Perfekt. Wenn sie uns verletzt, werden wir wahrscheinlich auch den Rucksack verlieren, aber das gehört halt einfach dazu. Ich werde mal sehen, dass ich das Labor hier noch fertig mache. So, was haben wir denn so hier zum Schauen? Komm her, ein bisschen Platz machen. Achso, das ist ein komplettes Teil. Untersuchen. Ja, halt Wissenschaftler. Halt Wissenschaftler. Och. Ich bin der Meinung, dass es ein Experiment und gut ist. So. Da haben wir. Ja. Im Prinzip das Tagebuch. Schmutzige Gedichte. Mann, 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 Rose, was machst du denn so? Komm hierher. Ja, Kaffee ist immer gut. So, was haben wir denn hier? Schloss.
also irgendwie noch lang. Das Labor haben wir untersucht. Die Tür ist zu und für die Tür hier hinten... komm her, hier. Da müssten wir eigentlich ein Passwort haben. Genau. So, aber bevor wir da jetzt lang gehen und ich mal wieder auf die Uhr schaue, mache ich jetzt hier kurz Feierabend. Wir gucken uns dann gleich nochmal diese Tür an und dann noch die anderen Gänge, die da sind, bevor wir irgendwo in ein Gewächshaus gehen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber sowas gehört zu einem RPG auch immer dazu. Es gibt nicht andauernd Kämpfe, es ist kein Action-RPG oder sowas, Diablo. Es ist kein Ego-Shooter, wo man immer aufpassen muss. Es ist etwas, wo man sich ein bisschen Zeit lassen muss und auch mit den Leuten sprechen, um die Story mitzubekommen. Ich bin jetzt im Story-Modus. Ich denke, irgendwann geht es auch wieder weiter mit dem Action-Modus, aber zurzeit wünsche ich euch einen schönen Tag, eine Nacht, je nachdem, was ihr gerade habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen.